Ich bin Robert Arnold, auch bekannt als Cuthead. Und ja, ich habe angefangen mit Musikproduktion ungefähr vor 13 Jahren mittlerweile, ungefähr um 2000 rum. Ja, mein Stil, wie will ich den beschreiben? Was ich halt mag, ist eigentlich das, was ich auch schon beim Hip-Hop extrem gemocht habe. Also, das ist halt so ein 70s Flavor irgendwie, so ziemlich dreckig aufgenommene Sachen, vielleicht auch ein bisschen unprofessionell aufgenommen, aber dass halt irgendwie dieser Klang irgendwie charakteristisch ist. Ich verbringe eigentlich die meiste Zeit damit, mir so eine alten Jazz- und Soul-Sachen durchzuhören und da irgendwie nach neuen Sounds zu suchen, die mir irgendwie gefallen, oder coole Platten zu finden, die ich samplen kann. Ja, zur Red Bull Music Academy, wie bin ich dazu gekommen? Ja, bei der Red Bull Music Academy bin ich 2008 gewesen. Bei der Academy selbst, da habe ich dann total viele Leute kennengelernt und das hat echt so meinen Horizont ziemlich erweitert. Da hatte sich das dann irgendwie so entwickelt, dass diese Hip-Hop-Sache immer weiter in den Hintergrund gerückt ist und man immer mehr sich so auf Tanzmusik auch konzentriert hat, weil man ja auch auf Partys aufgelegt hat und gemerkt hat, das ist echt cool, dass Leute tanzen und die Geschwindigkeit ist einfach sehr gut geeignet irgendwie, dass man da auf einer Party sich amüsieren kann, und da habe ich mich halt immer mehr dafür begeistern können, für 120 BPM oder 130 BPM, je nachdem. Und ja, so ist es dann gekommen irgendwie, dass ich immer mehr angefangen habe, gerade Sachen zu produzieren. Ja, wann wurde Kunststoff Breaks gegründet und wer war damit dabei? Ja, Kunststoff Breaks ist unser Soundsystem gewesen. Ein paar Freunde von mir haben damals eine WG gegründet und wir haben alle zusammen gewohnt. Und zu der Zeit ist es auch gewesen, da gab es viele Open Airs, meistens so Hardtech-Zeug. Und irgendwann haben wir uns dann in dieser WG mit meinen Freunden damals, der Julian, Feuerstacke und Kinematics und DJ Rapid, das waren alles so alte Hip-Hop-Jungs, mit denen haben wir uns damals zusammengetan und haben dann uns eine Anlage gebaut und ja, Autos besorgt und einen Generator besorgt, und es ist dann kontinuierlich mehr geworden und wir sind die ganze Zeit rumgerannt und haben verfallene Gebäude gesucht und halt irgendwelche coolen Spots, wo man halt eine Party machen kann und wo es niemanden stört. Ja, so ging das los. Also Stress hat es nie gegeben, wenn man jetzt mal davon absieht, dass die Polizei gekommen ist und die Sachen halt aufgelöst hat. Aber ich denke, das ist, wenn man sowas macht, ist das auch das Risiko, was man eingeht. Aber dass wir jetzt irgendwie Strafe bezahlt haben oder Gerichtsverfahren hatten oder so, das hat es nie gegeben. Ja, das Ende, das sind mehrere Sachen, die dazu geführt haben, dass wir das nicht mehr gemacht haben. Zum einen war es auch irgendwie total anstrengend gewesen, weil wenn man jetzt eine Party in einem Club macht, ist halt voll einfach. Ist alles drin und alles installiert, aber bei einer illegalen Party muss man alles mitbringen. Und ich habe gestern zufällig wieder das Soundsystem mal ins Auto geladen, weil das aus meinem alten Keller raus musste, und es ist halt total krasser Arbeitsaufwand, ne? Die Anlage transportieren, Bierkästen tragen, irgendwie ist die Zeit dann halt irgendwie vorbei gewesen. Also bei vielen von den Jungs war dann irgendwann der Elan raus. Ein anderer Grund ist sicher noch, dass viele Jungs auch dann weggegangen sind. Max zum Beispiel ist jetzt in Innsbruck, Julian ist in Berlin. Ja, es gibt ja auch eine jüngere Generation, die da jetzt das Zepter übernommen hat und die dann wahrscheinlich wieder in 5, 6 Jahren abgelöst werden von den nächsten. Vielleicht ist das eher so eine Sache, die man mit Anfang 20 macht bis 25. Tja, wann habe ich angefangen, mich für Videos zu interessieren? Na, fotografiert habe ich eigentlich schon ziemlich lange, so mit der Praktika damals von meinem Vater und so. Und dann gab es halt die ersten Spiegelreflexkameras, die auch filmen konnten und so. Und das war damals total cool, wo ich das erste Mal gesehen habe, habe ich so gedacht, oh geil, das sieht ja aus wie im Kino. Ich finde irgendwie, Videos zu machen ist vielleicht sogar so die Königsdisziplin, weil dort wirklich alles zusammenkommt. Wenn man jetzt ein Musikvideo macht, da hat man Bild, Ton und da
hast irgendwie alles beieinander und damit kann man schon gut Emotionen transportieren und darum geht es ja am Ende so bei Musik und bei allem irgendwie, für mich jedenfalls. Ja, für die Zukunft ist immer schwer zu sagen. Ich habe eigentlich nach jedem Release gedacht, so, oh krass, das war jetzt so ein Akt zu releasen, ob ich sowas Gutes nochmal hinkriege oder ob mich jetzt irgendwie die Lust verlässt. Das ist echt immer eine schwierige Sache. Ja, ich denke, ich werde auf jeden Fall mit dem Label Uncanny Valley dabei bleiben. Das ist echt eine super Plattform da und ich glaube, das ist das auch, was früher gefehlt hat, dass es da Jungs gibt, die sich um den ganzen Kram kümmern, worauf ich halt keine große Lust habe. Was die Zukunft bringt, das weiß ich jetzt noch nicht hundertprozentig, aber habe auf jeden Fall Bock, noch weiterzumachen und es gibt immer wieder Phasen, wo ich Zeug entdecke und total drauf abfahre und wieder total Bock kriege und dann gibt es wieder Phasen, wo man mal weniger Elan hat, aber irgendwie denke ich schon, dass mich das mein Leben lang noch begleiten wird, die Musik.